Notruf, Krankenwagen rufen. Hallo, 112? Hallo, guten Tag. Hier ist die Notrufzentrale. Wie kann ich Ihnen helfen? Guten Tag. Ich brauche einen Krankenwagen. Bitte nennen Sie mir die Adresse. Wir sind in der Goethestraße 24 in Berlin. In Ordnung. Was ist das Problem? Mein Vater hat starke Schmerzen in der Brust und atmet schwer. Seit wann? Seit ungefähr 10 Minuten. Ist er bei Bewusstsein? Ja, aber er ist sehr schwach. Keine Sorge, ein Krankenwagen fährt sofort los. Danke. Wie lange dauert es? Etwa 10 Minuten. Bleiben Sie in seiner Nähe. Soll ich ihm Wasser geben? Nein, jetzt nicht. Halten Sie ihn nur ruhig. Gut, das mache ich. Gibt es Medikamente im Haus? Ja, aber ich weiß nicht, welche ich geben soll. Geben Sie ihm nichts, bis die Ärzte da sind. In Ordnung. Hören Sie die Sirene? Ja, ich glaube, der Krankenwagen ist in der Nähe. Perfekt. Die Sanitäter kommen gleich. Vielen Dank für die Hilfe und die Ruhe. Das ist unsere Arbeit. Viel Glück und einen guten Tag. An der Universität. Guten Morgen, Herr Professor. Guten Morgen, wie läuft das Studium? Ganz gut, aber ich bin ein bisschen besorgt wegen der Prüfungen. Verstehe. Auf welche Prüfung bereiten Sie sich jetzt vor? Neuere Geschichte im Juni. Gut. Haben Sie schon die Hauptkapitel gelesen? Ja, von Kapitel 1 bis Kapitel 6. Sehr gut. Es ist auch wichtig, kurze Zusammenfassungen zu machen. Ich mache sie jeden Abend, aber manchmal verwechsle ich die Daten. Sie können chronologische Tabellen machen, die helfen sehr. Gute Idee, danke. Wie viele Stunden pro Tag raten Sie zu lernen? 2 Stunden am Vormittag und 2 am Nachmittag reichen aus. In Ordnung. So kann ich es organisieren. Und für die Abschlussarbeit, haben Sie schon ein Thema? Ich dachte, über die Geschichte von Berlin im 19. Jahrhundert zu schreiben. Interessante Wahl. Sie müssen Quellen und Bücher in der Bibliothek suchen. Ich habe schon einige Texte in der Staatsbibliothek unter den Linden gefunden. Perfekt. Für eine gute Arbeit braucht man eine klare Einleitung, Analyse und Schluss. Ja, ich versuche einfach und geordnet zu schreiben. Sehr gut. Sie können mir auch nächste Woche ein vorläufiges Inhaltsverzeichnis bringen. Ich bereite es für Montagmorgen vor. Hervorragend. So können wir die Kapitel zusammen besprechen. Danke, Herr Professor. Ihre Ratschläge helfen mir sehr. Gern geschehen. Arbeiten Sie ruhig und beständig weiter. Das mache ich. Auf Wiedersehen und einen schönen Tag. Auf Wiedersehen, bis bald. Beim Familienabendessen. Guten Abend. Du bist früh angekommen. Guten Abend. Ja, der Zug aus Hamburg ist um 18:30 Uhr angekommen. Perfekt. Das Abendessen ist fast fertig. Willst du ein Glas Wasser oder Wein? Ein Glas Wasser, danke. Bitte. Auch, wie war dein Tag? Gut. Ich habe bis 17 Uhr gearbeitet, dann bin ich noch in den Supermarkt gegangen und habe Obst gekauft. Sehr gut. Heute Abend haben wir Nudeln mit Tomatensauce und Brathähnchen mit Kartoffeln. Lecker. Sind die Nudeln schon fertig? Ja, sie stehen auf dem Tisch. Willst du etwas Käse darüber?
Ja, ein bisschen, danke. So, bitte. Auch erzähl, wie läuft die Arbeit? Ganz gut, aber ich bin etwas müde. Wir hatten viele Besprechungen diese Woche. Verstehe. Nach dem Abendessen können wir einen Pfefferminztee trinken und uns entspannen. Tolle Idee. Und was hast du morgen früh vor? Morgen um 9 Uhr bringe ich die Kinder in die Schule, dann gehe ich auf den Wochenmarkt. Und was kaufst du dort? Normalerweise frisches Brot, Gemüse und etwas Fisch. Interessant. Vielleicht komme ich auch mit. Ich mag den Markt. Klar, komm. Danach können wir zusammen in der Gaststätte neben der Kirche essen. Ja, gern. Wie viel kostet dort das Mittagessen? Das Menü kostet etwa 12 Euro. Vorspeise, Hauptgericht und Wasser. Perfekt. Dann gehen wir morgen hin. Gut. Jetzt nehmen wir etwas Hähnchen. Ja, es sieht wirklich gut aus. Kompliment. Du kochst hervorragend. Danke. Es ist ein Rezept von meiner Oma. Dann muss ich auch deiner Oma danken. Willst du auch etwas grünen Salat? Ja, bitte. Hier bitte. Guten Appetit. Danke. Guten Appetit auch dir. Das Abendessen war wirklich gut. Ja, aber jetzt müssen wir den Tisch abräumen. Einverstanden, ich bringe die Teller weg. Und ich räume Brot und Käse weg. So sind wir schnell fertig zusammen. Genau. Danach können wir in Ruhe den Tee trinken. Im Kochkurs. Guten Morgen. Bist du auch hier für den Kochkurs? Guten Morgen. Ja, es ist mein erstes Mal. Meins auch. Weißt du, welches Gericht wir heute kochen? Ich glaube Spätzle mit Tomaten und Basilikum. Super. Ich liebe Nudeln. Hast du schon einmal Nudeln selbst gemacht? Nein, noch nie. Normalerweise kaufe ich sie im Supermarkt. Ich auch nicht. Dann wird es eine schöne Erfahrung. Sicher. Die Lehrerin hat gesagt, wir benutzen nur Mehl, Wasser und Eier. Klingt einfach, aber mal sehen, ob wir es schaffen. Ja. Und danach machen wir auch Käsekuchen. Wunderbar. Das ist mein Lieblingsdessert. Meins auch. Aber ich weiß nicht genau, wie man die Sahne schlägt. Keine Sorge, wir helfen uns. Danke. Hast du schon die Schürze genommen? Ja, ich habe sie neben der Tür gefunden. Soll ich eine auch für dich holen? Vielen Dank, das ist nett. Gern. Auch fangen wir an zu kneten? Ja, wir geben das Mehl auf den Tisch und schlagen die Eier in die Mitte. In Ordnung. Wir kneten etwa 10 Minuten, oder? Ja, dann lassen wir den Teig ruhen. In der Zwischenzeit können wir die Tomaten schneiden und den Basilikum waschen. Was für ein Duft! Ich liebe frischen Basilikum. Ich auch. Er erinnert sofort an den Sommer. Also, ist der Teig bereit zum Ausrollen? Ja, jetzt schneiden wir ihn in Streifen, um Bandnudeln zu machen. Super! Dann kochen wir alles zusammen. Ja, und danach essen wir. Ich kann es kaum erwarten. Danke für die Gesellschaft. Mit dir zu kochen macht Spaß. Danke dir. Nach dem Essen räumen wir gemeinsam ab. Einverstanden. Schönen Kurs und guten Appetit. Guten Appetit, bis später. Im Baumarkt. Guten Morgen. Können Sie mir helfen? Ich suche Farbe für die Küche. Guten Morgen.
Natürlich. Welche Farbe möchten Sie? Weiß bitte. Wir haben weiße abwaschbare Farbe. Eine Dose mit 2,5 Litern kostet 15 Euro. Gut, ich nehme 2 Dosen. Wo finde ich die Pinsel? Die Pinsel sind im Gang 5, neben den Rollen. Perfekt. Ich brauche auch eine kleine Leiter. Es gibt Aluleitern am Eingang. Die meistverkaufte kostet 29 Euro. In Ordnung, ich nehme sie. Haben Sie auch Arbeitshandschuhe? Ja, die finden Sie neben den Kassen. 3 Euro pro Paar. Super. Und eine Bohrmaschine? Ich brauche sie, um Löcher in die Wand zu machen. Natürlich. Wir haben elektrische Bohrmaschinen. Das Basismodell kostet 49 Euro. Danke. Für jetzt nehme ich sie nicht. Ich suche auch einen Hammer und Schrauben. Die sind in der Eisenwarenabteilung Gang 7. Soll ich Sie begleiten? Nein, danke, ich finde sie selbst. In Ordnung. Brauchen Sie auch Dübel für die Wand? Ja, gute Idee, ich nehme eine Packung. Perfekt. Dann können Sie zur Kasse gehen. Vielen Dank für die Informationen. Bitte. Es war mir ein Vergnügen. Schönen Tag und viel Erfolg in der Küche. Danke, ebenfalls. Auf Wiedersehen. Im Garten. Guten Morgen. Was für eine schöne Sonne heute. Guten Morgen. Ja, es ist ein perfekter Tag, um im Garten zu sein. Welche Pflanze gießt du gerade? Das sind Tomaten. Sie wachsen gut mit der Sonne im August. Und die Pflanzen dort neben dem Zaun? Das sind Zucchini und Paprika. Sie haben schon viele gelbe Blüten. Ah, ich sehe sie. Und dort hinten sind rote Blumen. Ja, das sind Geranien. Sie halten auch im Sommer gut aus. Sehr schön. Ich habe Rosen in meinem Garten gepflanzt. Rosen brauchen viel Pflege, aber sie sind wunderbar. Und dieser große Baum in der Mitte? Das ist ein Apfelbaum. Im Frühling hat er viele weiße Blüten. Das muss wunderschön sein, wenn er blüht. Ja, der ganze Garten sieht wie eine weiße Wolke aus. Hast du auch Kräuterpflanzen? Natürlich. Petersilie, Salbei, Rosmarin und Minze. Ich benutze sie zum Kochen. Ich habe dagegen einen kleinen Lavendel auf meinem Balkon. Er duftet am Abend sehr stark. Wundervoll. Lavendel ist perfekt am Fenster. Und dort sehe ich hohe Pflanzen mit gelben Blüten. Sind das Sonnenblumen? Ja, sie folgen immer der Sonne. Sie sind sehr lustig. Und die Pflanzen neben der weißen Mauer? Das sind Hortensien. Sie wechseln die Farbe. Manchmal blau, manchmal rosa. Wirklich? Das wusste ich nicht. Es hängt vom Boden ab. Eine sehr interessante Pflanze. Mir gefällt dein Garten sehr, er ist voller Leben. Danke. Die Natur gibt immer Energie und Ruhe. Du hast recht. Auch sehen wir uns später zu einem Tee auf der Veranda? Gern. Wir sehen uns um 17 Uhr. Perfekt. Bring etwas Minze aus dem Garten mit. Einverstanden. Bis später. Auf dem Bauernhof. Guten Morgen. Hast du das Melken der Kühe beendet? Ja, heute Morgen haben wir etwa 60 Liter Milch gesammelt. Perfekt. Bringst du sie gleich in die Molkerei? Natürlich. So machen Sie frischen Käse für den Markt morgen. Apropos, wie viele Eier haben die Hühner heute gelegt? 28.
Ich habe sie schon in Kisten gepackt, fertig für den Verkauf. Gut. Und die Ziegen, haben sie gefressen? Ja, ich habe Heu und etwas Mais gegeben. Aber wir müssen noch Futter kaufen. Richtig. Schreib es bitte auf die Einkaufsliste für heute Abend. In Ordnung. Und hast du schon den Gemüsegarten gemacht? Ja, ich habe die Tomaten und Zucchini gegossen. Der Salat ist fast bereit zur Ernte. Super. So kann das Gasthaus morgen frischen Salat für die Gäste machen. Um wie viel Uhr kommen die Touristen heute? Um 10:30 Uhr für die Führung. Danach essen sie hier zu Mittag. Und was ist das Tagesgericht? Auflauf mit Gemüse aus dem Garten und hausgemachtes Brot. Gute Wahl. Hast du schon den Holzofen angezündet? Ja, das Brot ist um 11 Uhr fertig. Perfekt. Gehen wir nach dem Mittagessen in den Weinberg? Ja, wir müssen die Trauben kontrollieren. Der September kommt bald und wir machen bald Wein. Es ist immer viel Arbeit, aber schön. Stimmt. Das Leben auf dem Bauernhof ist hart, aber sehr lohnend. Du hast recht. Auch bis später beim Wein. Bis später, gute Arbeit. Sprechen wir über Musik. Hallo, hörst du gern Musik? Hallo? Ja, sehr. Und du? Ich auch. Musik ist immer bei mir. Welches Genre magst du am liebsten? Ich mag Popmusik. Sie ist fröhlich und leicht zum Mitsingen. Interessant. Ich höre oft klassische Musik. Wirklich? Entspannt sie dich? Ja, sehr. Nach einem langen Tag beruhigt sie mich. Ich dagegen höre Rockmusik, wenn ich im Park jogge. Was für eine Energie. Ich bevorzuge Jazz in Bars am Abend. In Berlin gibt es eine Bar in der Friedrichstraße. Dort gibt es jeden Freitag Jazzkonzerte. Schön. Wir sollten einmal zusammen hingehen. Sehr gern. Magst du auch traditionelle deutsche Musik? Ja, die Volkslieder aus Bayern sind sehr gefühlvoll. Stimmt. Und sie sind weltweit bekannt. Gehst du manchmal auf Konzerte? Ab und zu. In Hamburg habe ich eine Folkgruppe gesehen. Sehr lustig. Ich möchte dagegen zu einem Festival für elektronische Musik gehen. Es gibt viele Festivals im Sommer, auch an der Ostsee. Das wäre fantastisch. Musik verbindet die Menschen. Da stimme ich zu. Ohne Musik wäre das Leben leer. Du hast recht. Musik gibt den Tagen Farbe. Danke für dieses schöne Gespräch. Danke dir. Über Musik zu sprechen ist immer ein Vergnügen.